Moin aus dem Wunderland. Wir widmen uns heute einem Projekt, an dem ich schon super lange arbeite. Ich glaube, 2,5 Jahre lang sitze ich da schon dran und das ist mit Abstand das aufwendigste Fahrzeug, was ich hier je gebaut habe. Und wie hieraus das hier wird, das seht ihr in diesem Video. Viele von euch erinnern sich bestimmt noch an den Cola Truck, den ich ja vor circa 1,5 Jahren gebaut habe. Der hat ja schon über 500 LEDs und ich habe da circa 150 Arbeitsstunden rein investiert. Jetzt mit diesem Sternentruck habe ich natürlich den Vorteil, dass ich das komplette Konzept, also die ganze Technik, die am Cola Truck besonders ist, in den Sternentruck einbauen kann. Dadurch habe ich es natürlich ein bisschen einfacher, ich habe ein bisschen mehr Routine. Trotzdem sind natürlich extrem viele LEDs, die ich da verbauen muss. Also jeder Stern aus jedem Sternzeichen soll eine kleine LED werden. Wie viele das sind, da würde mich mal interessieren, ob ihr das schätzen könnt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Jedenfalls habe ich mir vorgenommen, das in 111 Stunden zu schaffen. Deshalb setze ich mich jetzt dran, drücke mir die Daumen, 111 Stunden ab jetzt. Ja, ich habe mittlerweile die Zugmaschine fast fertig. Das habe ich ja zuletzt noch fertiggestellt. Die Astronauten, fast Astronauten, die im Cockpit sitzen. Als letztes hatte ich dann noch hier das Führerhaus fertig gemacht. Hier habe ich nämlich einen Stecker verbaut. Den kann ich einmal hier lösen. Und zwar ist es so, dass hier so viel Elektronik drin ist, und so viel Kabelgedöns, dass wenn mal was kaputt gehen sollte und es notwendig wird, dass ich da reparieren muss, dann möchte ich nicht, dass das Führerhaus hier fest an Kabeln sitzt und ich quasi das hier nur so umklappen muss und dann da mit Pinzette drin rumoperieren muss. Deshalb habe ich wie beim Cola Truck Steckverbindungen eingebaut, so dass ich das Führerhaus hier, also das Teil nachträglich komplett abnehmen kann, um hier drin rumzuwerkeln, um vielleicht mal eine LED auszutauschen und um später halt besser an alles ranzukommen. Jetzt habe ich natürlich so viele Kabel, die hier durchgeführt werden müssen, also von dem Teil zum Chassis, dass das mit so normalen Steckverbindungen ein bisschen eng geworden wäre. Und da ist mir eingefallen, dass Steffen
aus der Modelltechnik diese kleinen Adapter hatte. Die hat er entwickelt für die Kameras bei der Formel 1. Und da sind 13 Pins, die ich nutzen kann und habe dadurch halt einen Stecker auf super kleinem Raum, den ich hier quasi als Schnittstelle benutzen kann. Ja, dann habe ich ja noch das Chassis, das hatte ich als erstes fertiggestellt. Hier sieht man ja schon, auch wie beim Cola Truck, dass ich hier so eine Messinghülle, also so einen Messingadapter um die Motorhalterung angebracht habe, damit ich die Möglichkeit habe, einen dickeren Kabelstrang in den Trailer durchzuführen, weil im Trailer, da sitzt ja der Akku, die Platine, da muss im Endeffekt alles zentral gebündelt werden. Und durch die vielen Verbraucher, die ich hier habe, brauche ich ein paar mehr Kabel. Von daher hier ein bisschen eine Sonderform im Gegensatz zu anderen LKWs. Und das bringt natürlich auch mit sich, dass ich hier unten eine ganze Menge Kabellage zu ordnen habe. Dafür habe ich den ganzen Unterbau quasi freigeräumt, was man von außen nicht sieht, nur von unten, und habe hier nochmal so ein klappbares Stück Plexiglas rübergelegt, um das dann alles zu schützen. Und weil hier so viele Kabel, also quasi vom Chassis selbst, von dem Zwischenteil und von dem Führerhaus zusammenlaufen, habe ich hier einige Übergangsplatinen, von denen die Kabel dann weitergehen. Und da habe ich dann hier zum Beispiel noch eine Übergangsplatine auf einem kleinen Scharnier, damit ich quasi 2 Etagen habe, die ich nutzen kann. Dann habe ich hier an der Seite noch die ganzen Übergangsplatinen mit Vorwiderständen für die ganze Zusatzbeleuchtung. Prinzipiell ist es nämlich auch da wie beim Cola Truck, also ich erwähne hier immer den Cola Truck, das ist nämlich ganz praktisch, dass ich da schon die ganze quasi kleine Entwicklung, wie ich das alles umsetze, geplant hatte. Und hier kann ich genau das gleiche Prinzip wieder drauf anwenden. Und zwar ist es so, dass ich hier einige LEDs in Reihe schalte. Bei dem Truck schalte ich immer 8 Stück in Reihe und die werden dann versorgt mit einer extra Spannung von so einem sogenannten Step-Up-Wandler, den ich hier variabel mit einem POTI einstellen kann. Da habe ich dann quasi immer 8er-Pakete an LEDs. Jedes 8er-Paket hat einen kleinen eigenen Widerstand. Die werden dann hier gesammelt und gehen dann durch die Motorhalterung in den Trailer rein. Ja, jetzt baue ich die ganzen Sachen zusammen, dann kann ich hier die ganzen Kabel noch anbringen durch die Motorhalterung, womit wir danach auch nochmal die komplette Beleuchtung der Zugmaschine testen können. Und wenn dann alles funktioniert, dann setze ich mich danach eigentlich an dieses große Projekt. Im Endeffekt ist es so, hier habe ich wahrscheinlich so 50 Stunden schon rein investiert und das wird nochmal eine Ecke mehr, also wahrscheinlich auch nochmal das Doppelte von der Zugmaschine an Zeitaufwand. Und ja, da bin ich auch sehr gespannt. Wird allerdings ein bisschen monotoner, die Arbeit.
Puh, also die ganze Sonderbeleuchtung ist jetzt komplett fertig. Hat alles doch ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Ich hatte ja gefragt, was ihr glaubt, wie viele LEDs das sind und wie lange ich brauche. 111 Stunden habe ich gesagt, hatte ich mir vorgenommen. Das hat leider nicht geklappt, weil es doch alles ein bisschen komplizierter ist als beim Cola Truck. Beim Cola Truck habe ich zum Beispiel die ganzen LEDs alle in einer Reihe. Hier sind die so durcheinander, teilweise dann hier 15 Stück ganz tief in der Ecke und dann hängt man da mit irgendwelchen, versucht mit Licht sich das auszuleuchten, um diese ganzen Kabel, die schwarzen Kabel in dunkelblauen Gehäuse zu erkennen und zu ordnen, zu verzwirbeln, zu verzinnen. Also da, ich habe ja gesagt, ich mache immer Achterpakete und da gab es teilweise Achterpakete, wo ich eine Stunde für gebraucht habe. Andere, wo ich besser drankomme, da brauche ich 20 Minuten für. Und dementsprechend hat sich das doch alles ein bisschen länger gezogen. Wir haben euch ja am Anfang gefragt, wie viele LEDs der am Ende haben wird. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich eine Zahl habe. Beim Cola Truck waren es ja 560. Bei dem sind es 638. Jawohl! Ja, ganz fertig bin ich wie gesagt noch nicht. Es fehlen an dem LKW noch, oder an dem Hinterteil noch die... Nein, wir sind durch. Ganz fertig bin ich ja noch nicht. Es fehlen noch ein paar LEDs. Und zwar hat hier der Trailer noch gar keine Beleuchtung, die ein LKW eigentlich hat. Also nur ein paar Seitenbeleuchtungen, Rücklichter, Blinker. Da kommen noch 22 LEDs drauf. Die sind aber in den 638 schon mit eingerechnet. Aber wie gesagt, die muss ich noch setzen. Da muss ich natürlich noch die ganzen Kabel vom Deckel hier zum Chassis vom Trailer führen. Das wird noch ein bisschen gefrickelt, ein bisschen rausfinden, welches Kabel welches ist. Und danach ist er eigentlich so weit, dass man den testen könnte. Also von dieser Übergangsplatine geht nachher der Kabelstrang Richtung LKW und da kommen halt gebündelt alle verschiedenen Verbraucher an. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel Blinker, Rücklicht, hier Seitenbeleuchtung und hier gebündelt alle Plusse gebündelt. Und dann habe ich hier noch 4 Plätze frei und das ist einmal quasi die andere Spannung, die ich hier mit der Platine, die hierher kommt, noch generiere. Das heißt, ich habe hier 24 Volt minus, da kommt von hier noch ein Kabel dahin, 24 Volt plus, da kommt von hier noch ein Kabel dahin und dann natürlich die ganz normale Akkuspannung, die diese Platine versorgt, also 3,8 Volt plus und minus. Das sind diese 4 Nupsis, die noch übrig sind. So, Stunde der Wahrheit. Also, die gehen jetzt nach 5 Sekunden an die Lichter. Ja, mega. Das ist ja auch das erste Mal, dass ich den so sehe. Guck mal. Geil, ne? Also, dass auch vorne und hinten zusammenleuchtet. Und die, wie heißen die Astronauten da drin.
Mega. Ja, wie ihr seht, ist er ja tatsächlich komplett fertig jetzt. Der braucht jetzt nur noch ein paar Konfigurationen in der Software und dann kann der auch schon auf die Anlage. Und dann können wir mal gucken, wie er sich da macht. So, er ist endlich fertig und er fährt. Ich bin mega glücklich. Es hat so lang gedauert, dieses Projekt. Also ich hatte ja schon erwähnt, ich habe vor dem Cola Truck damit angefangen. Er hat immer wieder mal in der Schublade gelegen, weil Projekte dazwischen kamen. Aber jetzt läuft er endlich. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim Bauen und hoffe, dass es jetzt ist er genau ausgegangen, ne, weil wir zu lange gewartet haben. Ich mache den nochmal schnell an. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich mit dem Bau und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid.